Hallo und willkommen in meiner Schmiede. Meine italienische Armee bekommt heute einen neuen Panzer, und zwar, wie der Titel schon sagt, den L640 der Firma Ansaldo. Nach der Machtergreifung Mussolinis im Oktober 1922 begann die Aufrüstung der italienischen Armee. Bereits 1929 wurden 4 Carden-Loyd-Tankketten gekauft, die bei Fiat Ansaldo nachgebaut wurden, unter dem Namen CV-29. Aufgrund der Geografie in Italien entschied man sich für den Einsatz von Tanketten, außerdem spielten hier auch finanzielle und technische Aspekte eine Rolle. Tanketten waren kleiner und nur mit einem MG bewaffnet, deswegen schneller und einfacher zu produzieren als richtige Panzer. Mein Video über die italienische Tankette CV-33 habe ich unten verlinkt, falls es jemanden interessieren sollte. Die Erfahrungen, die Ansaldo bei Entwicklung und Bau der Tanketten machte, flossen entsprechend in die Entwicklung des L640 mit ein. Die Bezeichnung L640 ist wie bei den Panzern der M-Serie zusammengestellt. Das L steht für Leggera, also leicht, die 6 für das Gewicht in Tonnen und die 40 für das Modelljahr. Eben L640. Das Fahrwerk des L6 war den französischen Panzern seiner Zeit ähnlich, zum Beispiel dem Renault R35 und dem H35. Allerdings wurden größere Laufrollen eingesetzt, die jeweils zu zweit einen Rollenwagen bildeten. Das hintere Laufrad war dem ähnlich, das bei den Tanketten eingesetzt wurde, und lief genau wie bei diesen am Boden. Die Wanne war in der Mitte erhöht und der Turm war für einen Mann geplant. Der Prototyp kam 1938 zur Erprobung und war noch mit einer 37 mm Kanone und dem Zwillings-MG-Turm des AB40 ausgestattet, also mit einer dem M1139 vergleichbaren Ausstattung. Der M11, der bekommt auch noch sein eigenes Video, von daher seid gespannt. Die Serienversion war dann mit dem Turm ausgestattet, der für den Auto Blinda AB41 entwickelt worden war. Die Bewaffnung bestand jetzt aus der 20 mm Breda 2065 Maschinenkanone und einem koaxialen Breda 8 mm MG. Beide Waffen konnten zwischen -12 und +20 Grad gesenkt bzw. erhöht werden. Für die Maschinenkanone wurden 296 und für das MG 1560 Schuss mitgeführt. Der Rumpf war wie bei anderen italienischen Panzern genietet. Die Panzerung war an der dünnsten Stelle 6 mm und an der dicksten 30 mm stark. Motorisiert war der L6 mit einem 70 PS Dieselmotor, der ihn auf der Straße auf eine Höchstgeschwindigkeit von 42 Kilometern brachte. Im Gelände natürlich entsprechend weniger. Als Besatzung waren ein Fahrer und ein Kommandant vorgesehen, der gleichzeitig auch der Richtschütze war. Der L6 war in vielerlei Hinsicht ein effizientes Fahrzeug, galt aber wegen der schwachen Panzerung und Bewaffnung bereits zu seiner Einführung als überholt. Seine ursprünglichen Aufgaben waren Infanterieunterstützung und Aufklärung, wobei er wegen seiner geringen Höhe, er war nicht viel größer als ein aufrechtstehender Mann, und seiner Geschwindigkeit für die Aufklärung am besten geeignet war. Wegen des Mangels an mittleren Panzern wurde der L6 auch als Kampfpanzer eingesetzt, was wie bei den Tanketten zu großen Verlusten führte, weil sie im Feuergefecht den meisten Panzern einfach unterlegen waren. Eingesetzt wurden die L6 an allen Fronten des Zweiten Weltkriegs, an denen auch Italien beteiligt war. Auf dem Balkan, in Nordafrika, Russland und natürlich später zur Verteidigung Italiens. Nach dem 8. September 1943 wurden einige Fahrzeuge von der Wehrmacht erbeutet und weiterverwendet, unter der Bezeichnung PZ-KPW 733I. Außerdem wurde der Turm ab 1943 auch auf dem Panzerspähwagen SPA Viberti AS-43 verwendet. Der Panzer selber wurde von der italienischen Armee bis in die 1950er Jahre eingesetzt. Das Fahrgestell des L6 war auch die Basis der Semovente 4732. Das war eine Selbstfahrlafette, die nach dem Vorbild der deutschen Sturmgeschütze entwickelt worden war. Der Einsatz begann im August 1942 in der Sowjetunion. Allerdings erwies sich die Bewaffnung, das Geschütz 4732, das auch in den Panzern der M-Serie verbaut worden war, als unzureichend im Kampf gegen die modernen russischen Panzer. Gegen britische Land-and-Lease-Panzer oder die älteren sowjetischen Panzertypen konnte sich die Semovente aber noch behaupten. Aus der Sicht eines Bolt-Action-Spielers ist der L6 ein Nice-to-have, weil er keine richtigen Stärken mit auf das Schlachtfeld bringt. Er spiegelt die Realität sehr gut wider. Die Bewaffnung ist die gleiche wie beim AB41, allerdings ohne dessen Aufklärerfähigkeit und Geschwindigkeit. Den meisten Gegnern, auf die er treffen kann, ist er auf allen Feldern unterlegen. Es ist ja auch nur ein leichter Panzer. Trotzdem ist es ein schönes Modell und es macht auch Spaß, ihn zu bemalen. Vielleicht wäre es auch mal interessant, eine Liste für Panzerschlachten zu schreiben, in der 3 L640 eingesetzt werden. Das liegt allerdings in weiter Ferne und vielleicht stelle ich sie auch nie auf. Aber lustig ist der Gedanke allemal. Der L640 ist fertig und bereit für sein erstes Spiel. Wenn euch das Video gefallen hat, dann teilt es, lasst mir einen Like oder Kommentar da oder läutet die Glocke. Eben alles, was ihr so von YouTube kennt, und bis bald in meiner Schmiede.